Lektion 1 – Wegbeschreibung zum Ziel. Können Sie mir den Weg zeigen? Ich muss geradeaus gehen und dann an der Ampel links abbiegen. Natürlich. Es ist immer hilfreich, klare Anweisungen zu haben, wenn man ein neues Gebiet erkundet. Genau. Ich möchte mich nicht verlaufen, vor allem nicht, wenn ich nur wenig Zeit habe, dorthin zu gelangen. Ich verstehe das. Wenn man sich in der Umgebung nicht auskennt, kann man leicht die Orientierung verlieren. Ja, und ich möchte meinen Besuch ohne unnötige Umwege optimal nutzen. Nachdem Sie an der Ampel links abgebogen sind, sollten Sie Ihr Ziel nur wenige Blocks weiter sehen. Das ist beruhigend zu wissen. Ich bin Ihnen für Ihre Anleitung diesbezüglich dankbar. Kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne dabei, Ihre Reise angenehmer zu gestalten. Ich fühle mich jetzt sicherer, meinen Weg zu finden. Danke für die Hilfe. Lektion 2 – Vorurteile ansprechen. Es ist entmutigend, dass Vorurteile oft auf die Umstände der Geburt eines Menschen zurückzuführen sind. Ich stimme vollkommen zu, es ist eine harte Realität, mit der viele trotz ihres Potenzials konfrontiert werden. Ja, manchmal sind unsere Unterschiede so groß, dass es sich anfühlt, als würden wir einen Kontinent teilen, aber keine gemeinsame Basis. Genau. Es ist entscheidend, diese Vorurteile in unserer Gesellschaft zu erkennen und zu bekämpfen. Ich glaube, dass die Förderung von Empathie und Verständnis dazu beitragen kann, diese Kluft zu überbrücken. Absolut. Gespräche über unsere Erfahrungen können Augen und Herzen öffnen. Es ist wichtig, Räume zu schaffen, in denen sich jeder wertgeschätzt fühlt, unabhängig von seiner Herkunft. Ja, Inklusivität ist der Schlüssel zur Schaffung einer harmonischen Gemeinschaft, in der jeder gedeihen kann. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch die Auseinandersetzung mit diesen Problemen den Weg für eine gerechtere Zukunft ebnen können. Lektion 3 – Innovationen im Bergbau. Wussten Sie, dass sich die Methoden zum Minenbau im Laufe der Jahre erheblich verbessert haben? Ja, es ist faszinierend, wie sich die Technologie in diesem Bereich weiterentwickelt hat und zu besseren Verfahren geführt hat. Genau. Bessere Methoden zur Materialentfernung können die Sicherheit und Effizienz erhöhen. Und der Betrieb vieler dieser Minen ist relativ günstig, was ein zusätzlicher Vorteil ist. Es ist interessant zu sehen, wie Innovationen die Kosten senken und gleichzeitig die Ergebnisse verbessern können. Ja, und es macht den Bergbau auf lange Sicht nachhaltiger, was für unseren Planeten von entscheidender Bedeutung ist. Ich denke, es ist wichtig, die Ressourcengewinnung mit der Verantwortung für die Umwelt in Einklang zu bringen. Auf jeden Fall. Wir müssen uns unserer Auswirkungen auf die Erde bewusst sein, während wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Ich bin gespannt, wie zukünftige Innovationen die Branche prägen werden. Lektion 4 – Gartenambitionen. Ich wollte schon immer einen grünen Daumen haben, um zu sehen, wie meine Pflanzen schön wachsen. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Gartenarbeit kann ein so lohnendes Hobby sein. Ja, es hat etwas Magisches, eine Pflanze zu pflegen und ihr beim Gedeihen zuzusehen. Absolut. Es verbindet sie auf ganz besondere Weise mit der Natur. Ich denke, es hat auch eine therapeutische Wirkung, die Pflege von Pflanzen kann Stress abbauen und das Wohlbefinden fördern. Auf jeden Fall. Es ermöglicht ihnen, langsamer zu werden und die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Ich möchte unbedingt mehr darüber erfahren, wie man verschiedene Pflanzenarten effektiv pflegt.
Das ist eine tolle Idee. Es gibt so viele Ressourcen, die Gartenanfängern helfen. Ich kann es kaum erwarten, mit meiner Gartenreise zu beginnen und zu sehen, was ich erschaffen kann. Lektion 5: Auswahl erkunden. Ich muss da mal vorbeischauen. Hatten Sie eine große Auswahl? Ja, das haben sie wirklich. Die Vielfalt der Optionen war beeindruckend und bot für jeden Geschmack und jede Vorliebe etwas. Das freut mich zu hören. Ich liebe es, beim Einkaufen eine Auswahl zu haben. Genau. Es macht das Erlebnis noch angenehmer, wenn Sie genau das finden, was Sie suchen. Ich schätze es, wenn sich Geschäfte die Zeit nehmen, eine große Auswahl an Artikeln zusammenzustellen. Das zeigt, dass Ihnen Ihre Kunden am Herzen liegen. Absolut. Es spiegelt unser Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit wider. Ich freue mich darauf, vorbeizukommen und zu sehen, welche einzigartigen Artikel Sie auf Lager haben. Sie werden von der Auswahl angenehm überrascht sein. Ich bin überzeugt, dass Sie etwas finden werden, das Ihnen gefällt. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erkunden und zu sehen, was mir ins Auge fällt. Lektion 6: Stürmischer Himmel. Die Wolken waren heute Morgen sehr grau und es fühlte sich an, als würde sich ein Sturm zusammenbrauen. Ich weiß, was du meinst. Es gab einen lauten Knall vom Himmel und ich erschreckte mich. Es hat definitiv meine Aufmerksamkeit erregt. Donner kann manchmal so kraftvoll und beunruhigend sein. Ja, und es ist faszinierend, wie schnell sich das Wetter ändern kann, in einem Moment ist es ruhig und im nächsten ist es chaotisch. Genau. Ich frage mich, ob wir uns auf Regen vorbereiten oder einfach die dramatische Landschaft genießen sollten. Ich denke, es ist am besten, einen Regenschirm griffbereit zu haben, falls der Sturm losbricht. Das ist eine clevere Idee. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als in einen Regenguss zu geraten. Stimmt. Außerdem ist es aufregend, einem herannahenden Sturm zuzusehen, es ist ein Naturschauspiel. Ich stimme vollkommen zu. Die Energie in der Luft während eines Sturms ist fast elektrisch. Lektion 7: Penny für Glück. Hast du gehört, dass Susanne einen Penny für ihren Schuh braucht? Ja, das habe ich. Es heißt, es bringt ihr Glück, oder? Genau. Es ist eine so lustige kleine Tradition, an die viele Menschen glauben. Ich finde es bezaubernd, wie diese kleinen Rituale für die Menschen eine solche Bedeutung haben können. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, ein Gefühl der Hoffnung und Positivität zu erzeugen. Ich frage mich, woher diese Tradition stammt, es wäre interessant, ihre Geschichte zu kennen. Das wäre es. Manchmal können die einfachsten Dinge die tiefste Bedeutung haben. Auf jeden Fall. Und es ist schön zu wissen, dass etwas so Kleines wie ein Penny Glück symbolisieren kann. Ich stimme zu. Hoffen wir, dass Susanne ihren Penny findet und ein bisschen Glück in ihrem Leben hat. Lektion 8: Tischmanieren. Wissen Sie, Sie würden nicht einfach "Hey, du" sagen, wenn Sie am Esstisch sitzen, oder? Natürlich nicht. Es gibt Tischmanieren, die wir alle befolgen sollten, um Respekt zu zeigen. Genau. Bei der richtigen Ernährung geht es nicht nur ums Essen, sondern auch darum, wie wir mit anderen umgehen. Ja, und gute Manieren können das Essenserlebnis für alle viel angenehmer machen.
Es ist interessant, dass verschiedene Kulturen ihre eigene, einzigartige Tischetikette haben. Auf jeden Fall. Wenn wir diese Unterschiede kennen, können wir einander besser verstehen. Und es ist eine tolle Möglichkeit, ihre Wertschätzung für das Essen und die Gesellschaft auszudrücken. Ich stimme zu. Es schafft eine warme und einladende Atmosphäre, wenn sich alle an die richtige Etikette halten. Außerdem werden dadurch unangenehme Situationen vermieden, die während der Mahlzeiten auftreten können. Lektion 9: Sammlersticke. Ich habe gelesen, dass manche Gegenstände heutzutage nicht als besonders wertvoll gelten. Ja, das stimmt. Es gibt jedoch viele Sammler, die immer noch Wert auf bestimmte Gegenstände legen, wie zum Beispiel Kuriermesser. Genau. Es ist faszinierend, wie manche Gegenstände einen sentimentalen Wert haben können, auch wenn sie finanziell nicht wertvoll sind. Ja, und es zeigt, wie persönliche Beziehungen unsere Wertwahrnehmung beeinflussen können. Ich finde es großartig, dass Sammler die Geschichte und die Handwerkskunst hinter diesen Gegenständen zu schätzen wissen. Absolut. Es geht nicht nur ums Geld, sondern um die Geschichten, die sie erzählen. Ich höre gerne, wie weit Sammler gehen, um seltene Stücke für ihre Sammlungen zu finden. Ja, die Jagd kann genauso aufregend sein wie der Erwerb selbst. Es ist eine wunderbare Leidenschaft, die Menschen zusammenbringt und sie ihre Funde und Erfahrungen teilen lässt. Lektion 10: Vorteile des lokalen Marktes. Ich gehe lieber zum örtlichen Markt in der Nähe, das fühlt sich persönlicher und authentischer an. Das ist eine gute Idee. Ist es dort günstiger als in größeren Lebensmittelgeschäften? Ja, im Allgemeinen finden Sie bei frischen Produkten und regionalen Waren bessere Preise. Das ist toll zu hören. Die Unterstützung lokaler Bauern und Unternehmen ist immer ein Plus. Genau. Außerdem ist die Qualität der Lebensmittel oft viel besser als im Supermarkt. Ja, und es ist wunderbar, mit den Verkäufern zu plaudern. Normalerweise können sie tolle Geschichten erzählen. Stimmt's? Dadurch fühlt sich das Einkaufserlebnis eher wie ein Gemeinschaftsereignis an. Und oft findet man einzigartige Artikel, die es in den Filialen nicht gibt. Auf jeden Fall. Es ist etwas Besonderes, auf lokalen Märkten verborgene Schätze zu entdecken. Lektion 11: Anstrengende Abenteuer. Ich bin gerade von einem Abenteuer zurückgekommen, das anstrengend, aber sehr lustig war. Oh, das klingt fantastisch. Ich habe schon lange kein gutes Abenteuer mehr erlebt. Ja, es war ein langer Tag voller Wanderungen und Erkundungen, aber jeder Moment hat sich gelohnt. Ich liebe dieses Gefühl. Es hat etwas Belebendes, in der Natur an seine Grenzen zu gehen. Genau. Es ist eine tolle Möglichkeit, neue Kraft zu tanken und neue Erfahrungen zu sammeln. Ich bin neugierig, wo du warst, es muss wunderschön gewesen sein. Es war atemberaubend, mit atemberaubender Aussicht und frischer Luft, die die Mühe wert war. Das ist fantastisch. Ich glaube, jeder braucht ein kleines Abenteuer, um aus der Routine auszubrechen. Absolut. Es erinnert uns an die Schönheit der Welt und die Freude am Entdecken. Lektion 12: Zielsetzung. Es ist wichtig, dass wir unsere Ziele besprechen und mit der Arbeit daran beginnen. Klingt gut.
Ich freue mich, einen Fitnessplan zu haben, mit dem ich meine Fitnessziele erreichen kann. Das ist ein fantastischer Anfang. Das Setzen konkreter Ziele kann wirklich dazu beitragen, Ihre Motivation aufrechtzuerhalten. Ja, und wenn man sie in kleinere, überschaubare Schritte aufteilt, fühlen sie sich erreichbar an. Ich stimme voll und ganz zu. Es geht darum, einen Fahrplan zum Erfolg zu erstellen. Außerdem kann ein Trainingspartner den Prozess angenehmer gestalten und uns zur Verantwortung ziehen. Auf jeden Fall. Gegenseitige Ermutigung kann einen großen Unterschied machen. Ich freue mich darauf, unsere Fortschritte mitzuteilen und unsere Erfolge gemeinsam zu feiern. Ja, machen wir daraus eine unterhaltsame Reise und nicht nur ein Ziel. Lektion 13. Probleme teilen. Nach einem langen Tag stelle ich oft fest, dass ich gut gelaunt in mein Büro zurückkehre. Das klingt gut. Es ist toll, einen Raum zu haben, in dem man sich wohlfühlt. Ja, und ich glaube, jeder von uns fühlt sich besser, wenn wir unsere Probleme geteilt haben. Auf jeden Fall. Über Herausforderungen zu sprechen, kann uns die Last erleichtern. Es ist erstaunlich, wie durch das Teilen ein Gefühl der Verbundenheit und des Verständnisses entstehen kann. Ja, und es kann zu konstruktiven Lösungen führen, die wir allein vielleicht nicht sehen würden. Genau. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem offene Gespräche gefördert werden. Ich stimme zu. Es fördert das Vertrauen und die Kameradschaft unter den Kollegen. Ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehungen umso stärker werden, je mehr wir teilen. Lektion 14. Transportmöglichkeiten. In diesem Land sind die öffentlichen Verkehrsmittel in der Regel zuverlässig, was ein großer Vorteil ist. Ja, aber ein Mietwagen bietet mehr Flexibilität, insbesondere wenn Sie abseits der ausgetretenen Pfade auf Entdeckungsreise gehen möchten. Genau. Mit einem eigenen Fahrzeug können Sie ohne Einschränkungen überall hinfahren, wo Sie möchten. Außerdem kann es praktischer sein, wenn Sie mit einer Gruppe reisen oder viel Gepäck haben. Ja, und Sie können unterwegs spontane Stopps einlegen, was das Abenteuer noch verstärkt. Das stimmt. Manchmal passieren die besten Erlebnisse, wenn man einen ungeplanten Umweg macht. Ich denke, es geht darum, die Vor- und Nachteile auf der Grundlage Ihrer Reisebedürfnisse abzuwägen. Auf jeden Fall. Beide Optionen haben je nach Situation ihre Vorteile. Ich diskutiere gern über Reiselogistik, das hilft wirklich bei der Planung einer großartigen Reise. Lektion 15. Zimmerpreise. Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht in diesem Hotel? Es kostet $100 und das Frühstück ist darin enthalten, was ein nettes Extra ist. Das klingt vernünftig. Das Frühstück inklusive macht es zu einem besseren Angebot. Auf jeden Fall. Es ist immer schön, den Tag zu beginnen, ohne nach Essen suchen zu müssen. Ja, und Sie können Zeit und Geld sparen, indem Sie direkt dort frühstücken. Genau. Außerdem haben Sie so mehr Zeit, die Sehenswürdigkeiten tagsüber zu genießen. Ich bin froh, dass der Preis erschwinglich ist, das erleichtert die Planung unseres Aufenthalts erheblich. Ja, lass es uns bald buchen, damit wir unsere Unterkunft sichern können. Ich freue mich auf diese Reise. Ein komfortables Zimmer macht den Unterschied. Lektion 16. Positive Veränderungen.
Haben Sie seit diesen Änderungen Ihres Lebensstils positive Veränderungen bemerkt? Absolut. Ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener und konzentrierter, was eine enorme Verbesserung ist. Das ist wunderbar zu hören. Es ist erstaunlich, wie kleine Veränderungen zu erheblichen Vorteilen führen können. Ja, und ich habe auch festgestellt, dass meine Stimmung viel besser ist, als wäre eine schwere Last von mir abgefallen. Das ist fantastisch. Eine positive Einstellung kann Ihr Gesamterlebnis wirklich verändern. Auf jeden Fall. Ich fühle mich motivierter, Herausforderungen anzugehen, und mein Alltag macht mir mehr Spaß. Es ist inspirierend zu sehen, wie sehr Sie sich dafür eingesetzt haben, dass diese Änderungen Bestand haben. Vielen Dank. Ich glaube, dass Beständigkeit der Schlüssel ist, und ich bin gespannt, wie weit ich noch kommen kann. Machen Sie weiter so. Ich bin sicher, Sie werden im Laufe der Zeit noch mehr Vorteile entdecken. Lektion 17: Erschwingliches Essen. Ich habe gehört, dass dieses neue Restaurant erschwinglich ist und die Portionen großzügig sind. Das klingt super. Ich schätze immer einen Ort, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Genau. Es ist schön, eine sättigende Mahlzeit zu genießen, ohne die Bank zu sprengen. Ja, und dank der großzügigen Portionen haben Sie vielleicht sogar noch etwas für später übrig. Stimmt? Das ist perfekt für das Mittagessen am nächsten Tag. Wie ist die Atmosphäre dort? Soweit ich es beurteilen kann, herrscht dort eine gemütliche und einladende Atmosphäre, perfekt für ein zwangloses Essen. Ich liebe einen Ort, an dem ich mich entspannen und mein Essen in einem angenehmen Tempo genießen kann. Absolut. Eine angenehme Atmosphäre kann das kulinarische Erlebnis deutlich steigern. Ich denke, wir sollten es uns gemeinsam ansehen. Es klingt nach einem tollen Ort. Lektion 18: Mut und Würde. Die großartige Geschichte des Mutes unserer Nation und ihr einfacher Traum von Würde sind wirklich inspirierend. Ich stimme voll und ganz zu. Es spiegelt die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit unseres Volkes im Laufe der Geschichte wider. Ja, und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir nicht die Autoren dieser Geschichte sind, wir sind Teil einer größeren Erzählung. Genau. Jeder Einzelne trägt zum gemeinsamen Traum bei, und das macht ihn so kraftvoll. Es ist faszinierend, wie unsere gemeinsamen Erfahrungen unsere nationale Identität prägen können. Ja, und wir sollten sowohl unsere Erfolge als auch die Lehren aus unseren Kämpfen feiern. Es ist entscheidend, den Geist des Mutes auf unserem Weg nach vorne am Leben zu erhalten. Auf jeden Fall. Wir müssen diejenigen ehren, die für unsere Würde gekämpft haben, und danach streben, ihr Erbe fortzuführen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass unsere gemeinsame Geschichte eine Geschichte der Hoffnung und des Fortschritts ist. Lektion 19: Fitnessfortschritt. Wie war die Zusammenarbeit mit einem Personal Trainer für Sie? Hat sie Ihnen beim Erreichen Ihrer Fitnessziele geholfen? Es war unglaublich hilfreich. Ich habe das Gefühl, mit jeder Sitzung echte Fortschritte zu machen. Das ist toll zu hören. Jemanden zu haben, der einen anleitet, kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Der personalisierte Ansatz motiviert mich und hilft mir, mich auf meine Stärken und Schwächen zu konzentrieren. Ja, und es ist hilfreich, wenn Sie jemanden haben, der Sie für Ihre Fortschritte verantwortlich macht. Genau. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so anstrengen könnte, aber der Trainer ermutigt mich wirklich.
Das klingt nach einer fantastischen Partnerschaft. Gibt es konkrete Ziele, auf die Sie hinarbeiten? Ja, ich möchte Kraft aufbauen und meine Ausdauer verbessern und ich sehe bereits Ergebnisse. Das ist beeindruckend. Bleiben Sie dran, und Sie werden Ihre Ziele in kürzester Zeit erreichen. Lektion 20, Mietwagenanfrage. Mir ist aufgefallen, dass diese Autovermietung keine unbegrenzte Kilometerzahl hat. Ja, das ist etwas, das wir bedenken sollten, insbesondere wenn wir vorhaben, längere Strecken zu fahren. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, die Einschränkungen zu kennen, bevor Sie eine Reservierung vornehmen. Glauben Sie, dass es unsere Pläne beeinflussen wird? Nicht unbedingt, aber es wäre ratsam, die Entfernungen zu berechnen, die wir zurücklegen werden. Guter Punkt. Könnte ich zur Sicherheit eins für morgen früh haben? Sicher. Lass uns die Reservierung vornehmen, damit wir alles geklärt haben. Das klingt nach einem Plan. Ich bin lieber vorbereitet, als später Überraschungen zu erleben. Genau. Lass uns die Details klären und unsere Reise genießen. Lektion 21, Reiseprioritäten. Beim Reisen sollte die Sicherheit unbedingt an erster Stelle stehen. Ich stimme vollkommen zu. Es ist wichtig, sich seiner Umgebung jederzeit bewusst zu sein. Ja, und durch vorausschauende Planung können wir die Risiken auf unseren Reisen minimieren. Auf jeden Fall. Informierte Entscheidungen können unser Reiseerlebnis erheblich verbessern. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen werde ich die Reiseroute fertigstellen. Das ist eine tolle Idee. So wird die Reise reibungsloser und angenehmer. Außerdem können wir uns darauf konzentrieren, wundervolle Erinnerungen zu schaffen, anstatt uns über Probleme Sorgen zu machen. Genau. Auf ein sicheres und aufregendes Abenteuer. Ja, ich freue mich darauf. Lektion 22, praktische Garderobe. Ich habe mir gedacht, dass wahre Gefühle die Zweckmäßigkeit meiner Garderobe nicht überschatten sollten. Das ist eine interessante Perspektive. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Stil und Nützlichkeit zu finden. Genau. Es ist zwar schön, Stücke mit einem sentimentalen Wert zu besitzen, aber ich brauche Kleidung, die im Alltag praktisch ist. Ja, praktische Aspekte können das Anziehen viel einfacher und stressfreier machen. Ich stimme zu. Wenn Sie sich auf vielseitige Stücke konzentrieren, kann Ihre Garderobe stimmiger werden. Und sie können problemlos kombinieren, ohne sich von der Auswahl überwältigt zu fühlen. Ja. Und mit den richtigen Accessoires kann Funktionskleidung auch noch stylisch aussehen. Auf jeden Fall. Wir sollten dafür sorgen, dass unsere Garderobe sowohl unsere Persönlichkeit als auch unseren Lebensstil widerspiegelt. Das klingt nach einem Plan. Auf eine praktische und dennoch stilvolle Garderobe. Lektion 23, Fortschritt ist wichtig. Es ist ziemlich faszinierend, wie die Anerkennung unserer Fortschritte unsere Motivation wirklich ankurbeln kann, finden Sie nicht? Absolut. Die Anerkennung unserer Erfolge, egal wie klein sie sind, gibt uns den zusätzlichen Anstoß, weiterzumachen. Ich finde oft, dass das Feiern kleiner Meilensteine die Reise lohnender und weniger entmutigend erscheinen lässt. Genau. Wenn ich darüber nachdenke, wie weit ich gekommen bin, inspiriert mich das, noch größere Herausforderungen anzugehen.
Es ist wie ein Motivationskreislauf, je mehr wir unsere Fortschritte schätzen, desto mehr wollen wir erreichen. Genau. Wenn wir unsere Erfolge mit anderen teilen, entsteht eine unterstützende Community, die uns weiter motiviert. Ich finde diese Idee toll. Wenn wir uns gegenseitig aufbauen, inspirieren wir nicht nur uns selbst, sondern auch die Menschen um uns herum. Ja, und es macht die Reise so viel schöner, wenn wir gemeinsam feiern, nicht wahr? Auf jeden Fall. Es geht darum, eine positive Atmosphäre zu schaffen, die kontinuierliches Wachstum fördert. Lektion 24. Konzentriert bleiben. Es klingt vernünftig, sich auf unsere Ziele zu konzentrieren, insbesondere wenn es überall Ablenkungen gibt. Ja, wenn wir es kurz halten, können wir unsere Energie auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist und unseren Fortschritt vorantreibt. Ich finde, dass es wirklich hilft, den Fokus aufrechtzuerhalten, wenn man Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile aufteilt. Das ist ein cleverer Ansatz. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn wir unsere Fortschritte in Echtzeit sehen können. Genau. Und indem wir auch in unserer Kommunikation präzise bleiben, vermeiden wir Missverständnisse und Zeitverschwendung. Auf jeden Fall. Klarheit ist der Schlüssel, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit anderen an Projekten. Wenn alle auf dem gleichen Stand sind, entsteht ein produktiveres Arbeitsumfeld, meinen Sie nicht auch? Auf jeden Fall. Es erleichtert uns, unsere gemeinsamen Ziele ohne unnötige Komplikationen zu erreichen. Behalten wir diese Einstellung bei, während wir voranschreiten, sie wird uns mit Sicherheit zum Erfolg führen. Lektion 25. Bali-Träume. Ich habe darüber nachgedacht, nach Bali zu reisen, das steht schon seit Jahren auf meiner Wunschliste. Bali klingt fantastisch. Die üppigen Landschaften und die lebendige Kultur machen es zu einem Traumziel. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich an diesen atemberaubenden Stränden entspanne und die Schönheit der Insel erkunde. Die Erlebnisse dort sind wirklich einzigartig, von den Tempeln bis zur köstlichen Küche, es gibt so viel zu genießen. Ich habe gehört, die Sonnenuntergänge sind atemberaubend, ich kann es kaum erwarten, diese Magie persönlich zu erleben. Es ist wie ein Paradies. Und die freundlichen Einheimischen machen das Erlebnis noch spezieller. Ich bin schon ganz aufgeregt, wenn ich nur daran denke. Warst du schon dort oder hast du Reisetipps? Ich war noch nicht dort, habe aber gelesen, dass man Ubud wegen seiner Kunst und Natur unbedingt besuchen sollte. Ubud klingt perfekt für mich, ich liebe es, in die lokale Kultur und Natur einzutauchen. Lektion 26. Gedanken in einem Tagebuch festhalten. Ich habe ein Tagebuch geführt, um meine privaten Gedanken zu dokumentieren. Es hat sich als ziemlich therapeutisch erwiesen. Das ist eine wunderbare Übung. Schreiben kann helfen, Ihre Gefühle zu klären und über Ihre Erfahrungen nachzudenken. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Frieden und Verständnis das Schreiben auf Papier bringen kann. Und wenn man einen sicheren Ort hat, an dem man diese Gedanken aufbewahren kann, wird es noch spezieller und persönlicher. Das stimmt. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Tagebuch völlig ehrlich zu mir selbst sein kann, ohne Angst vor Verurteilung haben zu müssen. Das ist so wichtig, es ermöglicht wahre Selbstfindung und Wachstum im Laufe der Zeit. Ich schaue mir meine Einträge oft noch einmal an und staune, wie viel ich über mich selbst gelernt habe. Das ist das Schöne am Tagebuchschreiben, es ist wie eine Zeitkapsel Ihrer Gedanken und Gefühle.
Ich kann es jedem wärmstens empfehlen, der seine innere Welt erkunden möchte. Lektion 27, Taxitrinkgeld. Hallo, wissen Sie, wie man hier ein Taxi nimmt? Ja, es ist ganz einfach, Sie winken einfach mit der Hand, wenn Sie eines kommen sehen. Das klingt ganz einfach. Gibt es einen bestimmten Ort, an dem Taxis normalerweise warten? Ja, in beliebten Gegenden gibt es ausgewiesene Taxistände, an denen Sie bequem mitfahren können. Gut zu wissen. Ich werde auf jeden Fall nach diesen Ständen Ausschau halten, wenn ich irgendwo hin muss. Und es ist immer eine gute Idee, den Fahrpreis vor dem Einsteigen zu bestätigen, um Überraschungen zu vermeiden. Das ist ein kluger Tipp. Ich schätze Ihren Rat, es ist immer besser, informiert zu sein. Genau. Ein wenig Wissen trägt wesentlich dazu bei, das Erlebnis angenehmer zu gestalten. Das werde ich bei meiner Erkundung der Stadt auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Lektion 28, einen Unterschied machen. Gemeinsam können wir in unserer Gemeinschaft etwas bewirken, meinen Sie nicht? Auf jeden Fall. Gemeinsame Anstrengungen können zu bedeutenden Veränderungen führen, die allen zugutekommen. Es ist inspirierend zu sehen, wie aus kleinen Aktionen etwas viel Größeres werden kann. Ja, und indem wir informiert bleiben und uns einbringen, können wir vermeiden, von denen betrogen zu werden, denen unser Wohl nicht am Herzen liegt. Genau. Wissen ist Macht, insbesondere wenn es darum geht, sich für Veränderungen einzusetzen. Und wenn wir unsere Stimmen vereinen, verstärkt dies unsere Botschaft und erzielt eine stärkere Wirkung. Ich liebe diese Idee, Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Bewältigung von Herausforderungen. Gemeinsam können wir eine Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt und aufbaut. Lassen Sie uns weiterhin auf positive Veränderungen drängen, jede Anstrengung zählt. Lektion 29, Briefmarken sammeln. Ich habe angefangen, die Briefmarken in meiner Sammlung mit einer Lupe zu betrachten. Das klingt faszinierend. Es muss spannend sein, die Details aus der Nähe zu betrachten. Das ist es wirklich. Jede Briefmarke hat ihre eigene Geschichte und macht die Sammlung noch spezieller. Das kann ich mir vorstellen. Und wenn man sie in einem besonderen Album aufbewahrt, fühlt es sich bestimmt wie eine Schatztruhe an. Genau. Ich habe noch nicht allzu viele Münzen, aber ich baue meine Sammlung langsam auf. Das ist ein tolles Hobby, es ist sowohl lehrreich als auch unterhaltsam, durch Briefmarken etwas über verschiedene Kulturen zu lernen. Ich stimme vollkommen zu. Es ist, als würde man die Welt bereisen, ohne das Haus zu verlassen. Außerdem kann das Teilen ihrer Sammlung mit anderen interessante Gespräche anregen. Das stimmt. Ich liebe es, mit anderen Sammlern über die Geschichten hinter den einzelnen Briefmarken zu diskutieren. Lektion 30, Technologie und Isolation. Glauben Sie, dass die Technologie uns als Individuen isolierter macht? Das ist eine interessante Frage. Während es uns weltweit verbindet, kann es in persönlichen Beziehungen auch zu Distanz führen. Genau. Manchmal fühlt es sich an, als würden wir uns mehr mit unseren Bildschirmen beschäftigen als mit den Menschen um uns herum. Ja, und das kann selbst in überfüllten Räumen zu einem Gefühl der Einsamkeit führen. Es ist ein Paradoxon, nicht wahr? Wir sind ständig verbunden, und doch fühlen sich viele Menschen unverbunden. Wirklich.
Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Online-Interaktionen und realen Kontakten zu finden. Ich stimme zu, sich Zeit für persönliche Gespräche zu nehmen, kann einen gewaltigen Unterschied machen. Absolut. Echte Verbindungen bereichern unser Leben und helfen, Gefühle der Isolation zu bekämpfen. Denken wir daran, diese persönlichen Momente zu schätzen, während wir uns in unserer technologiegetriebenen Welt zurechtfinden. Lektion 31: Wasserfallwunder. Wussten Sie, dass Touristen manchmal denken, es regne in der Nähe der Wasserfälle, obwohl es in Wirklichkeit nur Nebel ist? Ja, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Der Nebel erzeugt eine magische Atmosphäre, die leicht mit Regen verwechselt werden kann. Es ist faszinierend, wie die Natur unseren Sinnen Streiche spielen kann, nicht wahr? Absolut. Das Geräusch des herabstürzenden Wassers trägt zu diesem bezaubernden Erlebnis bei. Ich liebe es, wie der Nebel an sonnigen Tagen Regenbögen erzeugt, es ist ein atemberaubender Anblick. Das ist es. Diese Momente sorgen für unglaubliche Fotos und bleibende Erinnerungen. Ich kann es kaum erwarten, dorthin zu kommen und alles aus erster Hand zu erleben, es ist wie ein Naturwunderland. Sie werden jeden Augenblick genießen, die Nähe zur Natur ist wirklich erfrischend. Lassen Sie uns unbedingt alle Aussichtspunkte erkunden, um die Schönheit aus verschiedenen Blickwinkeln einzufangen. Lektion 32: Neue Trainingsroutine. Ich habe tatsächlich mit einem neuen Trainingsprogramm begonnen und es hat sich positiv auf mein allgemeines Wohlbefinden ausgewirkt. Das ist großartig. Eine Routine zu finden, die für Sie funktioniert, kann Ihr Leben verändern. Es hat mein tägliches Wohlbefinden wirklich verändert, ich habe mehr Energie und Motivation. Das ist wunderbar zu hören. Beständigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Auf jeden Fall. Ich habe mir kleine Ziele gesetzt und jeder Erfolg motiviert mich weiter. Das ist ein kluger Ansatz, das Feiern dieser Erfolge kann wirklich motivierend sein. Ja, es geht darum, einen positiven Kreislauf aus Fortschritt und Selbstverbesserung zu schaffen. Ich liebe diese Einstellung. Es ist inspirierend zu sehen, wie sehr Sie sich für Ihre Gesundheit einsetzen. Danke. Ich möchte auch andere ermutigen, herauszufinden, was für sie funktioniert. Lektion 33: Wanderabenteuer. Wir planen auf jeden Fall nächsten Monat eine weitere Wanderung und ich könnte nicht aufgeregter darüber sein. Das klingt fantastisch. Es hat etwas, in der Natur zu sein, das den Geist belebt, nicht wahr? Absolut. Die frische Luft und die wunderschöne Landschaft sind jeden Schritt wert, besonders wenn Sie den Gipfel erreichen. Ich stimme zu. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, vom Alltagsstress abzuschalten und neue Energie zu tanken. Genau. Hast du für die bevorstehende Wanderung eine bestimmte Route im Sinn? Ja, ich habe ein Auge auf den neuen Weg geworfen, der zum Wasserfall führt. Er sieht atemberaubend aus. Oh, davon habe ich gehört. Auf den Bildern, die ich gesehen habe, sieht es aus wie ein verstecktes Juwel. Das ist wirklich so. Und das Geräusch des rauschenden Wassers rundet das ganze Erlebnis ab und macht es noch magischer. Ich kann mir schon jetzt die atemberaubende Aussicht und das Erfolgserlebnis vorstellen, das wir nach Abschluss der Wanderung verspüren werden. Lektion 34: Hotelanfragen. Entschuldigen Sie, meinen Sie, es wäre möglich, dass wir zusätzliche Handtücher für unser Zimmer bekommen?
Ja, ich denke, das ist eine berechtigte Bitte, insbesondere nach einem langen Tag voller Erkundungen. Genau. Zusätzliche Handtücher würden es für uns viel angenehmer machen. Außerdem ist es immer schön, nach dem Duschen ein paar frische Handtücher zur Hand zu haben, nicht wahr? Auf jeden Fall. Ich schätze den Komfort, alles, was wir brauchen, sofort zur Hand zu haben. Und es ist eine so einfache Bitte, die unseren Aufenthalt hier wirklich verschönern kann. Ich stimme zu, es sind die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied in unserem Gesamterlebnis ausmachen. Ich hoffe, dass Sie uns schnell unterbringen können, dann wird unsere Zeit hier noch angenehmer. Ich bin davon überzeugt, dass Sie das tun werden. Guter Service ist das, was ein Hotel auszeichnet. Lektion 35: Suche nach der Wahrheit. Menschen, die nie ein anderes System kennengelernt haben, nehmen ihren Wunsch nach Wahrheit oft sehr ernst, meinen Sie nicht? Ja, es ist faszinierend, wie dieser Wunsch Ihre Perspektiven und politischen Ideen prägen kann. Genau. Wenn jemand nur eine Lebensweise kennt, kann sein Streben nach Verständnis sehr intensiv sein. Absolut. Es ist, als ob Sie von einer angeborenen Neugier getrieben werden, verschiedene Möglichkeiten zu erkunden. Diese Suche kann zu bedeutenden Veränderungen sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene führen, da sie versuchen, ihre Weltanschauung zu erweitern. Ja, und es inspiriert oft auch andere in Ihrem Umfeld, ihre eigenen Überzeugungen und Systeme in Frage zu stellen. Es handelt sich um einen Welleneffekt, die Reise einer Person kann eine Bewegung für Veränderungen in ihrer Gemeinschaft auslösen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass jeder die Freiheit hat, verschiedene Ideen und Philosophien auszuprobieren. Fördern wir offene Dialoge, sie sind für die Förderung von Verständnis und Wachstum von entscheidender Bedeutung. Lektion 36: In Verbindung bleiben. Mir ist klar geworden, dass regelmäßige Kommunikation zeigt, dass einem immer noch etwas an der Sache liegt, insbesondere in jeder Beziehung. Ja, es ist so wichtig. Regelmäßige Check-ins können einen großen Unterschied darin machen, wie verbunden wir uns fühlen. Ich stimme zu. Schon eine einfache Nachricht kann jemandem den Tag verschönern und die Bindung zwischen uns stärken. Genau. Es muss nicht lang sein, schon eine kurze Nachricht kann zeigen, dass Sie an Sie denken. Und es ist beruhigend zu wissen, dass wir immer noch Teil des Lebens des anderen sind, auch wenn wir beschäftigt sind. Auf jeden Fall. Es geht darum, sich anzustrengen, auch wenn das Leben mal hektisch wird. Darüber hinaus trägt es dazu bei, Stress oder Sorgen abzubauen, die durch mangelnde Kommunikation entstehen können. Auf jeden Fall. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir einander wertschätzen und diese Verbindung aufrechterhalten möchten. Lassen Sie uns weiterhin unserer Kommunikation Priorität einräumen. Dies ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, zu zeigen, dass Lektion uns die Person am 37: Herzen liegt. Ruder-Schowbaum-Anzip. Die Ruder geschickt zu handhaben ist eine Sache, dies jedoch mit Showtalent zu kombinieren, ist eine wahre Kunstform. Auf jeden Fall. Es erfordert ein einzigartiges Talent, Zuschauer anzulocken und gleichzeitig seine Ruderfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich bewundere diejenigen, die ein Publikum mit der Ausführung solch präziser Bewegungen fesseln können. Ja, es ist faszinierend, wie Leistung und Können auf so kraftvolle Weise zusammenkommen können. Es ist wie ein Tanz auf dem Wasser, jeder Schwimmzug und jede Bewegung ist integraler Bestandteil der Gesamtpräsentation. Auf jeden Fall. Wer diese Mischung beherrscht, kann für alle Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis schaffen.
Ich kann mir nur vorstellen, wie aufregend es ist, nicht nur am Wettkampf teilzunehmen, sondern auch dem Publikum eine Show zu bieten. Das macht es so besonders. Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern auch darum, bleibende Erinnerungen zu schaffen. Wir sollten die Kunstfertigkeit wertschätzen, die mit solchen Sportarten einhergeht, sie macht das gesamte Erlebnis wirklich zu etwas Besonderem. Lektion 38: Freundlichkeit zu sich selbst. Wenn Sie mit Enttäuschungen konfrontiert werden, ist es wichtig, daran zu denken, nett zu sich selbst zu sein. Absolut. Es ist leicht, hart zu uns selbst zu sein, aber Selbstmitgefühl ist in schwierigen Zeiten so wichtig. Ja, ein kleiner Anfang kann einen großen Unterschied machen, er ermöglicht es uns, unser Selbstvertrauen schrittweise wieder aufzubauen. Ich stimme zu. Kleine Schritte zu machen hilft, ein Erfolgserlebnis zu entwickeln, ohne uns selbst zu überfordern. Und es ist wichtig, diese kleinen Siege auf dem Weg zu feiern, nicht wahr? Auf jeden Fall. Fortschritte zu erkennen, egal wie klein sie sind, kann unsere Stimmung heben. Vergessen wir nicht, dass Rückschläge Teil der Reise sind, sie können zu Wachstum und Lernen führen. Auf jeden Fall. Wenn wir diese Momente mit Freundlichkeit annehmen, können wir noch stärker zurückkommen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dabei unterstützen, in schwierigen Zeiten sanft mit uns selbst umzugehen. Lektion 39: Indische Küche. Haben Sie schon einmal indische Küche probiert? Ich bin wirklich daran interessiert, es zu versuchen. Die Gewürze und Currys sehen unglaublich aus. Ja, indisches Essen ist ein herrliches Erlebnis. Die Aromen sind so reich und vielfältig. Ich habe gehört, dass die Vielfalt der verwendeten Gewürze jedem Gericht eine besondere Tiefe verleihen kann. Auf jeden Fall. Jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten, die es zu einem kulinarischen Abenteuer machen. Besonders neugierig bin ich auf die verschiedenen Currysorten, sie scheinen einen einzigartigen Geschmack zu haben. Ja, und das Naanbrot ist die perfekte Beilage, da lassen sich die leckeren Saucen prima darin aufsaugen. Ich kann es kaum erwarten, die Menüs zu erkunden und meine Favoriten zu entdecken. Sie werden bestimmt tolle Gerichte finden, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Lass uns bald ein Abendessen in einem indischen Restaurant planen. Das wird ein tolles gemeinsames Erlebnis. Lektion 40: Sich selbst bewusst sein. Fühlen Sie sich in sozialen Situationen manchmal unsicher? Das kann anfangs ziemlich herausfordernd sein. Ja, ich verstehe dieses Gefühl vollkommen. Es ist etwas, das viele Menschen anfangs erleben. Genau. Aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sich alle um uns herum oft auf ihre eigenen Erfahrungen konzentrieren. Absolut. Die meisten Menschen sind zu sehr mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, als dass sie anderen viel Aufmerksamkeit schenken würden. Das ist ein beruhigender Gedanke, der uns hilft, den Druck, den wir uns selbst machen, zu verringern. Auf jeden Fall. Wenn uns das erst einmal klar ist, fällt es uns leichter, uns zu engagieren und wir selbst zu sein. Lassen Sie uns diese Momente genießen und uns gegenseitig dabei unterstützen, alle Unsicherheiten zu überwinden. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir eine angenehmere Umgebung für alle schaffen. Und mit der Zeit werden wir selbstbewusster darin, uns auszudrücken. Lektion 41: Lincolns Opposition. In den 1850er Jahren war Lincoln ein entschiedener Gegner der Ausweitung der Sklaverei auf neue Gebiete.
Ja, seine Haltung markierte einen bedeutenden Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte und spiegelte seine tiefen moralischen Überzeugungen wider. Genau. Es war ein mutiger Schritt, der letztlich seine politische Karriere und die Zukunft der Nation prägte. Ich bewundere, wie er zu seinen Überzeugungen stand, auch wenn dies politisch riskant war. Absolut. Seine Führung in solch turbulenten Zeiten spricht Bände über seinen Charakter. Und es bereitete den Boden für die großen Gesetzesänderungen, die folgen sollten, einschließlich der Emanzipationsproklamation. Ja, das war ein gewaltiger Schritt zur Abschaffung der Sklaverei und zur Förderung der Gleichberechtigung. Lincolns Erbe regt auch heute noch Diskussionen über Gerechtigkeit und Menschenrechte an. Es ist wichtig, sich an die Lehren der Geschichte zu erinnern, während wir auf eine gerechtere Zukunft hinarbeiten. Lektion 42, Morgenroutinen. Guten Morgen. Wie beginnen Sie normalerweise Ihren Tag? Hallo. Ich beginne meinen Morgen gerne mit einem erfrischenden Spaziergang im Freien, um den Kopf frei zu bekommen. Das klingt wunderbar. Frische Luft kann dem Tag wirklich einen positiven Charakter verleihen. Absolut. Ich finde, es gibt mir Energie und macht mich bereit, alles anzugehen, was auf mich zukommt. Ich liebe diesen Ansatz, es ist eine großartige Möglichkeit, mit der Natur in Kontakt zu kommen, bevor man sich in die täglichen Aufgaben stürzt. Ja, und ich genieße danach auch ein gesundes Frühstück, um meinen Körper für den kommenden Tag zu stärken. Das ist der Schlüssel. Ein nahrhaftes Frühstück kann unsere Produktivität und Stimmung wirklich steigern. Auf jeden Fall. Lasst uns gemeinsam unsere Morgenroutinen teilen, das könnte uns beide inspirieren. Das fände ich toll. Ein positiver Start in den Tag kann sich positiv auf alles andere auswirken. Lektion 43, Marktschwankungen. Ist Ihnen aufgefallen, wie unvorhersehbar die Markttrends in letzter Zeit geworden sind? Es ist wie eine Achterbahnfahrt, die nie endet. Absolut. In einem Moment glaubt man, die Lage stabilisiert sich, und im nächsten verändert sich alles dramatisch. Es ist eine Herausforderung, mit all den Veränderungen Schritt zu halten. Stimmt das? Ich erinnere mich noch an die Zeit, als wir uns auf bestimmte Indikatoren verlassen konnten. Heute fühlt es sich jedoch so an, als wären diese Indikatoren nur Vermutungen. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache für diese Volatilität? Ich glaube, dass eine Mischung aus globalen Ereignissen und Wirtschaftspolitik eine große Rolle spielt. Jede Neuigkeit scheint den Markt zu erschüttern. Es scheint, als würde der Markt eher auf Emotionen als auf tatsächliche Daten reagieren. Die Leute scheinen eher auf der Grundlage von Angst und Aufregung zu handeln als auf der Grundlage solider Fundamentaldaten. Genau. Und es erschwert Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen. Man muss die Nachrichten wirklich im Auge behalten, um zu verstehen, was passiert. Apropos informiert bleiben, glauben Sie, dass es bestimmte Sektoren gibt, die in diesen turbulenten Zeiten widerstandsfähiger sind? Ich würde sagen, dass Technologie und Gesundheitswesen oft stabiler sind, aber auch dort gibt es Momente der Unsicherheit. Das ist faszinierend und beängstigend zugleich. Ich stimme zu. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag, und manchmal fühlt es sich wie ein Glücksspiel an. Wie navigieren Sie durch diese Gewässer? Lektion 44, an der Sicherheit festhalten. Haben Sie schon einmal jemanden gesehen, der sich an Trostgegenstände klammert wie ein Kind an eine Decke? Es ist faszinierend, wie manche Menschen in solchen Dingen Trost finden. Ja,
Es ist faszinierend, wie diese Objekte ein Gefühl der Sicherheit vermitteln können. Für manche sind sie in unsicheren Zeiten wie ein Rettungsanker. Genau. Ich habe kürzlich von einer Figur gelesen, die sich trotz ihres Erwachsenenalters immer noch an ihrer Babydecke festhält. Das hat mich über unsere eigenen Unsicherheiten nachdenken lassen. Das ist ein eindrucksvolles Bild. Es zeigt, wie tief unser Bedürfnis nach Geborgenheit auch im Alter noch verwurzelt sein kann. Was, glauben Sie, treibt dieses Bedürfnis an? Ich glaube, das liegt an den Herausforderungen, denen wir im Leben gegenüberstehen. Manchmal fühlt sich die Welt überwältigend an und diese vertrauten Dinge können ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Auf jeden Fall, und manchmal geht es nicht nur um materielle Dinge. Menschen können auch an Erinnerungen oder Routinen festhalten, um mit Veränderungen umzugehen. Das stimmt. Mir ist aufgefallen, dass manche Menschen sich zu sehr mit ihren Interessen beschäftigen. So ist zum Beispiel eine Person von Beethovens Musik besessen. Musik kann unglaublich beruhigend und erdend sein. Es ist erstaunlich, wie sie uns in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort versetzen und uns eine kurze Flucht ermöglichen kann. In der Tat. Es ist wie ein Zufluchtsort vor dem Chaos des Lebens. Gibt es bestimmte Lieder oder Stücke, die Ihnen Trost spenden? Lektion 45: Richtungen und Entfernungen. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir mit dem Weg helfen? Ich versuche, den Weg zur nächsten Tankstelle zu finden. Natürlich. Von hier aus ist es nur ein kurzer Spaziergang, Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass es zu lange dauert. Das freut mich zu hören. Manchmal kann die Orientierung in einer neuen Gegend etwas entmutigend sein. Wie komme ich dorthin? Fahren Sie einfach geradeaus diese Straße entlang, biegen Sie an der zweiten Kreuzung links ab und Sie sehen die Tankstelle auf der rechten Seite. Das klingt ganz einfach. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Es ist immer schön, freundliche Einheimische zu treffen. Absolut. Es ist eine der Freuden des Reisens, neue Leute kennenzulernen und die Gegend besser kennenzulernen. Hast du nach der Tankstelle noch etwas vor? Ich dachte daran, ein paar Geschäfte in der Gegend zu erkunden. Ich habe gehört, dass es hier einige einzigartige Fundstücke gibt. Oh, das wird Ihnen gefallen. Es gibt viele malerische Boutiquen und Cafés zu entdecken. So können Sie in die lokale Kultur eintauchen. Ich kann es kaum erwarten. Nochmals vielen Dank für die Wegbeschreibung. Es ist wunderbar, sich an einem neuen Ort willkommen zu fühlen. Lektion 46: Kohle- und Eisenbahnindustrie. Ist Ihnen aufgefallen, wie viele Arbeitsplätze in der Kohle- und Eisenbahnindustrie in letzter Zeit verloren gegangen sind? Es ist erschütternd, wenn man bedenkt, dass in so kurzer Zeit 100.000 Stellen verloren gegangen sind. Auf jeden Fall. Für viele Familien, deren Lebensunterhalt auf diese Arbeitsplätze angewiesen ist dies ein großes Problem. Die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft sind immens. Richtig, und es sind nicht nur die Arbeiter, sondern ganze Gemeinden betroffen. Viele Städte sind seit Generationen vom Kohlebergbau oder dem Schienenverkehr abhängig. Es ist herzzerreißend, diese Gemeinschaften kämpfen zu sehen. Die Menschen versuchen, sich anzupassen, aber der Übergang ist nicht für alle einfach. Ich stimme zu. Einige Arbeitnehmer werden für neue Aufgaben umgeschult, aber oft klafft eine Lücke zwischen ihren Fähigkeiten und dem, was in aufstrebenden Branchen benötigt wird. Genau, und selbst wenn sie einen neuen Job finden, ist die Bezahlung oft nicht mit dem vergleichbar, was sie vorher verdient haben. Es kann sich wie ein Rückschritt anfühlen. Und vergessen wir nicht die psychische Belastung, die dies für den Einzelnen bedeutet. Der Verlust des Arbeitsplatzes kann zu Ängsten und einem Verlust des Lebensziels führen.
Ja, die psychische Gesundheit ist ein entscheidender Aspekt dieses Problems. Die Unterstützungssysteme in diesen Gemeinden müssen gestärkt werden, um den Menschen bei der Bewältigung zu helfen. Es handelt sich um ein komplexes Problem, das eine vielschichtige Lösung erfordert, die auch staatliche Eingriffe und die Unterstützung der Gemeinschaft umfasst. Lektion 47: Demokratie und Zerstörung. Ist es nicht ironisch, dass Demokratien Billionen für Waffen ausgeben, sich aber schwer damit tun, in gesellschaftliche Bedürfnisse zu investieren? Das ist es wirklich. Man sollte meinen, dass ein System, das auf dem Prinzip des Dienstes am Volk aufbaut, sich stärker auf humanitäre Bemühungen konzentrieren würde. Genau. Stellen Sie sich vor, welche positiven Auswirkungen diese Finanzierung in den Bereichen Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur hätte. Man fragt sich, welche Prioritäten die Machthaber setzen. Vertreten sie wirklich die Interessen des Volkes? Das ist ein beunruhigender Gedanke. Viele argumentieren, wenn wir uns die Finanzierung von Zerstörung leisten können, sollten wir auch in der Lage sein, Frieden und Wohlstand zu finanzieren. Ja, und die Förderung des Friedens führt oft zu mehr langfristiger Stabilität und Wirtschaftswachstum, was allen zugutekommt. Das ist der Kern des Problems. Investitionen in Menschen sollten als Stärke und nicht als Schwäche betrachtet werden. Auf jeden Fall. Und es ist für künftige Generationen von entscheidender Bedeutung, aus diesen Mustern zu lernen, um eine gerechtere Welt aufzubauen. Gut gesagt. Wir müssen unsere Politiker zur Verantwortung ziehen und verlangen, dass sie das Wohl ihrer Bürger über die Militärausgaben stellen. Lektion 48: Gesetzgebung und Regierungsführung. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wer eigentlich die Gesetze macht, die uns regieren. Glauben Sie, dass dieser Prozess wirklich repräsentativ für das Volk ist? Das ist eine komplexe Frage. Während wir unsere Abgeordneten wählen, fühlen sich viele vom eigentlichen Gesetzgebungsprozess abgekoppelt. Ich stimme zu. Es scheint oft, als würden Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen und die Öffentlichkeit im Dunkeln gelassen. Genau. Transparenz ist in einer Demokratie das A und O. Die Bürger sollten über den Gesetzgebungsprozess informiert und eingebunden werden. Und dieses Engagement ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesetzgeber zur Verantwortung zu ziehen und sicherzustellen, dass sie die Interessen ihrer Wähler vertreten. Ja, aber viele Menschen fühlen sich von der Politik überfordert und wissen nicht, wie sie sich engagieren können. Stimmt, deshalb ist Aufklärung über bürgerschaftliches Engagement so wichtig. Die Menschen müssen ihre Rechte und Pflichten verstehen. Auf jeden Fall. Wenn mehr Bürger aktiv mitwirken würden, könnten wir echte Veränderungen in der Gesetzgebung und deren Umsetzung erleben. Und dies könnte zu einer gerechteren Gesellschaft führen, in der jeder das Gefühl hat, dass seine Stimme bei der Gestaltung der ihn betreffenden Gesetze zählt. Lektion 49: Nova Scotia und Siedler. Haben Sie schon einmal über die Geschichte von Nova Scotia nachgedacht und darüber, wie es zu einem Zentrum für englischsprachige Siedler wurde? Ja, es ist ziemlich interessant, insbesondere wenn man bedenkt, welchen Bedrohungen sie in dieser Zeit durch verschiedene Gruppen ausgesetzt waren. Genau. Die Gründung von Halifax als Hauptstadt war ein strategischer Schachzug, um Siedler anzuziehen und die Verteidigung zu stärken. Es ist bemerkenswert, wie diese Entscheidungen die demografische Landschaft der Region geprägt haben. Und diese frühen Siedler brachten ihre Kultur und Traditionen mit, die Nova Scotia noch heute beeinflussen. Es ist eine Mischung aus Geschichte, die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit angesichts von Herausforderungen widerspiegelt. Richtig, und es ist wichtig, die indigene Bevölkerung, die bereits dort lebte, und ihre Erfahrungen anzuerkennen. Auf jeden Fall.
Das Verständnis dieser Geschichte ermöglicht uns einen umfassenderen Blick auf die Entwicklung der Region. Es erinnert uns auch an die anhaltenden Gespräche über Ansiedlung, Identität und Zugehörigkeit in der heutigen Zeit. Lektion 50: Jamaikas All-Inclusive Resorts. Wenn Sie eine Reise nach Jamaika planen, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich All-Inclusive Resorts wie Sandals oder Royalton anzusehen. Ja, diese Resorts bieten eine bequeme Möglichkeit, alles zu genießen, ohne sich um zusätzliche Kosten sorgen zu müssen. Genau. Sie bieten Mahlzeiten, Getränke und Unterhaltung und erleichtern so das Entspannen und Abschalten. Außerdem ist es ideal für Reisende, die Luxus erleben möchten, ohne sich zu ruinieren. Und die wunderschönen Strände sind eine große Attraktion und können für einen perfekten Kurzurlaub sorgen. Absolut. Stellen Sie sich vor, Sie faulenzen am Meer, schlürfen einen Cocktail und genießen die atemberaubende Aussicht. Es klingt wie ein Traum. Die in diesen Resorts angebotenen Aktivitäten können das Erlebnis zusätzlich bereichern. Ja, von Wassersport bis Live-Unterhaltung ist für jeden etwas dabei. Und es ist eine Gelegenheit, in die jamaikanische Kultur einzutauchen und gleichzeitig moderne Annehmlichkeiten zu genießen.